Yo, Peace Leute, was geht? Und zwar, ihr seht schon, ey, meine Haare sind schon übelst lang und so, Leute. Und ihr wisst, Corona, schwierige Zeit für das Haare machen. Also von daher habe ich mir gedacht, ich werde das erste Mal in meinem Leben meine eigenen Haare schneiden. Und wer weiß, vielleicht brauche ich es eigentlich gar nicht mehr machen. Wer weiß, wie gut es wird, kann ja nicht so schwer sein, habe ich mir so gedacht. Und ja, ich würde einfach mal loslegen. Das erste, was ich mache, ist sowieso erstmal Haare komplett nass machen. Und dann mache ich mir hier an die Seite so eine Linie an beiden. Also ich zeige euch das mal ein bisschen, wie ich mir das so gedacht habe. Equipment liegt hier schon ein bisschen rum. Also hier habe ich hingelegt, einmal 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm plus 2 mm, die ich hier nochmal variieren kann an dem Dings und meine, ja Leute, die beste Schere der Welt. Und ja, ich gehe erstmal ins Bad, mache mir die Haare komplett nass und dann schauen wir mal, wie es läuft. Dann haue ich mir auch erstmal die Haare alle nach hinten. So, der Plan ist es, dass wenn ich hier zur Seite kämme, ich mir dann irgendwie dadurch, wie ich mir jetzt normalerweise meine Haare nach hinten kämmen würde, sehe, also so eine Linie sehe, bis wo ich dann einfach kürzer schneide, heißt dann praktisch hier so hoch. Ja, man sieht hier genau so hier, bis dahin würde ich meine Haare dann kürzer schneiden wollen. Das heißt, ich nehme mir die Haare hier erstmal zur Seite. Und dann habe ich hier eine Linie, wo ich mich dann so ein bisschen dran orientieren kann, was ich dann kürzer mache. Sieht soweit erstmal gut aus. Das heißt, die eine Seite schneide ich erstmal weg jetzt. So, scheiß auf alles. So, schauen wir mal. Auf der höchsten Stufe ist 14 mm. Nachbessern kann ich ja immer noch im Endeffekt. Vor allem hinterm Kopf, ich sehe gar nichts, um ehrlich zu sein. So, wer putzt den ganzen Scheiß weg hier? Junge! Und da ein bisschen hin, sieht schon mal eigentlich in Ordnung aus. Aber das Problem ist, was ich jetzt hier gerade so habe, dass hier die Haare alle noch so nach vorne hängen und ich irgendwie Schiss habe, hier in die längeren Haare zu kommen beim Schneiden. Die Lösung dafür habe ich noch nicht. So. Die Seite lassen wir jetzt mal so. Die Seite lassen wir jetzt erstmal so halbwegs. Dauert ja 500 Jahre, Leute, Alter. Holy shit. Das Ganze mache ich jetzt auf der anderen Seite nochmal genau so. Ich kann wieder dies hier zur Seite und dann meine Haare nach hinten und ziehe mir dann hier wieder eine Linie. Ich glaube, das kann man nicht so gut sehen, ne, von der Seite, aber ist ja nicht ganz so wild, Leute. So, die Haare nochmal eben nass gemacht. Im Grunde genommen mache ich das gleiche Prinzip auf beiden Seiten. Dann ziehe ich mal durch jetzt. Hintenrum habe ich mir so ein bisschen freie Schnauze gemacht. Oh, alles voller Haare, aber ansonsten auf dem Kopf finde ich, passt das erstmal soweit. Ich glaube, ich müsste eigentlich noch mehr abschneiden. Hinterm Kopf. Für den Kopf nehme ich mal mein Handy als Spiegel. Ja, weil die Sonne doch ein bisschen blendend tut, habe ich mal einen Vorhang vorgezogen. Ne, geil wäre natürlich, wenn man eine Spange hätte, dass man so die Haare so einklemmen kann oder so. Halleluja, ey, das Ding ist jetzt echt hier hinten so irgendwie, dass der Übergang, dass das alles so ein bisschen passend tut. Finde ich nicht so cool. Weil der Plan ist es halt genau das, was irgendwie übersteht,
Ja, das schnappe ich mir mit den Fingern, was mir nicht gefällt. Und dann mache ich so eine eigene Linie nochmal. Und das, was hier drüber ist, probiere ich halt wegzuschnibbeln, so gut es geht. Ich habe immer Schiss, mir nicht in die Finger zu schneiden. Ne? Ich habe schon ein paar Mal habe ich so ein bisschen reingepiekst schon. So, bis jetzt eigentlich, finde ich, sieht ganz okay aus. Ich weiß es noch nicht, ich muss das mal hinterm Kopf. Ich habe auch viel echt nach Gefühl gemacht, jetzt mal ohne Scheiße. So, jetzt werde ich noch ein paar Stufen runtergehen und noch so ein bisschen so stufenmäßig hier was reinschneiden. Schauen wir mal. Immer ein Stückchen weiter runter. Und dann mache ich mir so eine imaginäre Linie einfach, wo ich dann immer bis hierhin gehe. Dann gehe ich wieder ein bisschen weiter runter und so weiter und gehe dann immer weiter die Millimeter runter. Aber bis jetzt bin ich immer noch bei den gleichen Einstellungen wie vorher. Ja, ich habe 14 mm drin und habe da nichts verändert. Aber gehe jetzt mal 0,6 mm runter. Ich mache es auch nicht so exakt, Alter, was geht ab, sonst brauche ich hier noch 500.000 Jahre. So, heißt jetzt 11 mm sozusagen. Geht nochmal ein bisschen runter, 6 mm, 0,6. Jetzt so ein bisschen mehr Nacken und wirklich nur ganz am Rand. Ich höre mich schon fast so an, als wenn ich es könnte, aber ich habe keine Ahnung. Ich lasse mal ganz kurz auf 1 mm, 0,8 mm, einfach nur um die Ohren hier ein bisschen frei, also hier das frei zu machen. Mm, macht die ganzen Haare hier an der Seite ein bisschen weg. So, jetzt habe ich nochmal 3 mm, 5 mm drin. Also ich mache das halt so, wie sich das für mich ein bisschen gut anfühlt. So, an sich bin ich der Meinung, ich wäre fertig. So gut wie, ich will nur noch hier die Haare, die Koteletten ein bisschen. Und ich gehe nochmal ganz runter auf ganz Millimeter und mache hier nochmal so einen Strich rein. So, finito, finito, Leute. Ich werde gleich selber auch nochmal gucken, hinten am Spiegel, ob alles in Ordnung ist, so, aber keine Ahnung, ich finde es soweit eigentlich ganz schick. Ja, ich kann jetzt sogar noch ein bisschen trainieren gehen draußen und ja, fürs erste Mal, aber ey, ich zeige euch mal ganz kurz, ey, die ganzen Haare überall, alles, leck mich am Arsch. Alles schön sauber machen. Ich meine, ist ja nichts Besonderes, beim Friseur ja auch nicht anders. Aber jetzt hier den ganzen Shit sauber zu machen, ja, geil. So, und im Endeffekt sieht das Ganze jetzt so hier aus. Ich drehe mich mal so ein bisschen. Habe nämlich zum Ende noch mal ein bisschen hinten so nachgebessert gehabt. Aber sollte jetzt eigentlich gehen. Und ja, Leute, schreibt mal unten in die Kommentare, ob es gelungen ist oder nicht. Und ja, ich denke mal, eigentlich kann man es wirklich mal selber öfter machen, sich die Haare zu schneiden. Ist nicht so schwer, wie man denkt, wenn man sich da wirklich so ein paar Hilfslinien oder so. Einfach mal YouTube gucken. Ja? Ich habe ja auch YouTube mir ein Video angeschaut, geguckt, wie er es gemacht hat. Habe probiert, das so ungefähr so nachzumachen. Und ich denke auch mal, wenn man es ein paar Mal mehr macht, dann klappt es auch viel, viel einfacher. Also von daher, Leute, falls ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Und an der Stelle, Peace, Kubo Benny, reingehauen und bis dann.